5-piece trunk set. Although I have to admit, I don't totally hate the idea of buying your way into a country. I mean, I guess it beats the old way of becoming a citizen, which was to marry Donald Trump, but still. Keiner hat es kommen sehen. Nicht die Zuschauer, nicht die Produzenten. Und schon gar nicht Donald Trump oder Elon Musk. Doch innerhalb weniger Minuten ließ die Komikerin und politische Satirikerin Daisy Liddick eine so scharfe und ungefilterte Wahrheitsbombe fallen, dass 2 der mächtigsten Männer Amerikas absolut sprachlos waren. Du kannst Raketen bauen, du kannst für ein Amt kandidieren, aber du kannst immer noch nicht mit Fakten umgehen. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Elon did have a seat at the table. Well, not an actual seat. He was more looming over it, like an Ed Hardy Sith Lord. And some reporters wondered if that created tension with the actual cabinet members, given that he keeps trying to fire all of their staff. And this cabinet meeting was kind of a waste of time, okay? But Trump has been getting some stuff done. For example, yesterday he signed an executive order that forces hospitals to be transparent with their prices. Wenn ihr das wirklich nicht verpassen wollt, dann drückt den Like-Button und abonniert. Ich kann Ihnen sagen, dass Musk und Trump nicht das Kommando über die Nation hatten. Sie testeten lediglich America Plus, das teuer und instabil war, und jedes Upgrade verschlimmerte das Problem. Trump betrachtete die Demokratie als eine kommerzielle Gelegenheit, für Dinge zu werben. Was die öffentliche Gesundheit angeht, war Musk wie ein Reddit-Moderator im Koffeinrausch. Als nächstes war Daisy Liddick an der Reihe. Sie hat sie in die Luft gejagt, anstatt sie einfach zu kochen. Als Trump Kontakt aufnahm, platzte sein Ego. Als Elon Musks Haaransatz die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hatte, verblasste sein erhabener und strahlender Blick wie eine seiner Demo-Raketen. President Trump put out a Truth Social today saying that everybody in the cabinet was happy with you. I just wondered if you had heard otherwise, and if you had heard anything about members of the cabinet who weren't happy with the way things were going. Is anybody unhappy with Elon? If you are, well, throw him out of here. Is anybody unhappy? Zunächst stellte Trump sein Kabinett zusammen, während er diejenigen entließ, die er nicht bereits aus einer Laune heraus gefeuert hatte. Elon Musk, der 2006 anscheinend gerade ein Texas Hold'em-Turnier verloren hatte, kam als Ed Hardy verkleidet und kotzte auf einen Sith Lord. Elon schien mehr darauf bedacht zu sein, sich zu erheben und buchstäblich über dem Tisch zu hängen, als würde er für den nächsten Bond-Bösewicht vorsprechen, wenn Bond-Bösewichte auch Doge-Memes posten und nicht duschen würden. Während sie mit anderen Gästen war Elons Beitrag zu diesem hochrangigen Regierungstreffen 2,48 oder 3,16. Oh, nichts Schwerwiegendes, nur ein kleiner Fehler, wie die irrtümliche Einstellung der Ebola-Präventionskampagne des Landes. Wie Sie wissen, geschah dies nach dem Abbruch der Versuche, eine tödliche Krankheit abzuwenden. Die Person, die jetzt angeblich Politikberater, Social Media CEO und kosmischer Magier ist, tat den Vorfall so ab, als hätte er sich aus Versehen bei Disney Plus abgemeldet. So for example with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately. Efficiency notes to the efficiency master, but perhaps next time we keep Ebola prevention going the whole time. Sind Sie der Meinung, dass Daisy Liddick zu weit gegangen ist, oder war es genau das, was gesagt werden musste? 1 für Ja, 0 für Nein in die Kommentare schreiben. Keine Sorge, Elon versicherte dem Land, dass er es sofort wiederhergestellt hat. Wie in Schaut, wie schnell ich es wieder aufgerichtet habe, nachdem ich ein Baby fallen gelassen habe. Gut gemacht. Nichts. Führung ist so, als würde man eine Katastrophe im Gesundheitswesen verursachen und sich dann dazu beglückwünschen, dass man sie etwas früher als geplant rückgängig gemacht hat. Everyone is proud of the job that Elon is doing, and Elon agrees. And I should say we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make a mistake, we'll fix it very quickly. Als Daisy Liddick das mit einer derartigen Selbstverständlichkeit ausrief, ging ein Grinsen durch den Raum. Denn mal ehrlich, wenn man sich vor Regierungsvertretern als Diktator aufspielt, kann man genauso gut damit anfangen, lebenswichtige Programme zur Krankheitsvorbeugung aufrechtzuerhalten. Nur ein Konzept. Es gab jedoch noch andere Katastrophen im Raum als Elon. Leider war auch Donald Trump anwesend.
Damit das niemand vergisst, holte er sein neues Produkt hervor und verhökerte es wie ein Möchtegern-Influencer, der gerade auf einer Konferenz etwas über Dropshipping gelernt hatte. Trump hatte das witzige Timing eines Scharfschützen und war bei allem perfekt, sogar bei Hut und Daisy. Ich habe mich gefragt, ob es eigentlich okay ist, einen Hut mit einem Text darauf zu tragen. Vielleicht ist Ihr Hut kein Hut, wenn er ein Inhaltsverzeichnis braucht. Es könnte ein Hilferuf sein. I think we should be a little more careful, especially when we're already dealing with the measles outbreak. But don't worry, Elon is not in charge of that. Und um das klarzustellen, Daisy sagt, dass Trump in allen Punkten falsch lag. Und Tatsache ist, dass Trump bei allem falsch lag. Einschließlich haitianischer Einwanderer, die Katzen und Hunde verschlingen, Kondome im Wert von $50.000, die nach Gaza transportiert werden, dass Belgien eine Stadt ist, dass die Wahlen 2020 manipuliert werden, dass China den Panama-Kanal besitzt und so ziemlich alles andere, was er gesagt hat. Es sei denn, ich verstehe Sie nicht. Die Trump Gold Card ist ein sehr offensiver Einwanderungsplan. Warum mit schlechter Politik und schrecklichen Hüten aufhören? Ja, Trump glaubte, dass Green Cards nicht auffällig genug waren. Also führte er eine Premium-Mitgliedschaft in Amerika ein. Für nur $5 Millionen können Sie ein elitärer Einwanderer werden und dabei alle ethischen und rechtlichen Anforderungen umgehen. Betrachten Sie es als den amerikanischen Traum, aber nur für diejenigen, die kein Schamgefühl und ein Schweizer Bankkonto haben. Die gründliche Befragung von Mar-a-Lago durch Daisy hat sie wahrscheinlich in einen Tatort verwandelt. Sie fragte sich ernsthaft, ob enttäuschte Kunden ihr Abonnement nach 7 Tagen kündigen können, wie es bei Netflix der Fall ist. Oder ob Amerikas nächster Plan kostenloses Wi-Fi und eine Tragetasche beinhalten wird. If your hat needs a bookmark, it's not a good hat. And look, I hate to quibble with the hat, but Trump wasn't right about everything, okay? There were a couple of small things. I don't know, Haitian immigrants weren't eating cats and dogs. There wasn't $50 million worth of condoms sent to Gaza. Belgium is not a city. The 2020 election wasn't stolen. China doesn't... Aber warten Sie ab. Die Dinge werden sich verbessern. Mit einer Goldkarte haben Sie Anspruch auf Vergünstigungen der Green Card. Außerdem, früherer Zugang zur Aufschlüsselung von Demokratie und Staatsbürgerschaft. Ohne Werbung. Wenn Sie sich schon immer in ein Land einkaufen wollten, das einst so aussah, als hätte es Standards, dann ist dies die perfekte Gelegenheit. Danach machte Daisy weiter. Sie stellte sich Geschichten über zukünftige Einwanderung vor. Mein Großvater landete in diesem Land mit nur $5 Millionen und einigen unverwechselbaren, von Louis Vuitton inspirierten Waren. Trump stellte auch die Platin-, Schwarz- und Diamantkarten vor. Eine lächerlicher als die andere. Als ob die Goldkarte nicht schon dystopisch genug wäre. Möchten Sie 2 Stimmen abgeben? Möchten Sie einen Eierkarton? Möchten Sie Ihr Gesicht neben Lauren Boebert auf dem Mount Rushmore sehen? Dafür gibt es eine eigene Karte. Möchten Sie andere Personen mit Karten niedrigerer Stufen ausweisen? Das ist der Vorteil der Diamantkarte. Natürlich bietet jede Stufe den wichtigsten Vorteil von allen: Zugang zur Delta Sky Lounge. Schließlich sagt nichts mehr über die amerikanische Einwanderung aus, als dass man unbegrenzten Zugang zur Flughafenküche hat, während man sich in einem Stuhl neben einem USB-Anschluss zurücklehnt. Keine Sorge, Ironie ist auch heute noch angebracht. Diese Karten wurden in China entwickelt. It's going to give you green card privileges plus. Green Card Privileges Plus. See, I was still getting America with ads. Noch einmal zurück zu Trump, der sich damit brüstete, eine Durchführungsverordnung über die Transparenz von Krankenhauspreisen erlassen zu haben. Daisy, Gott segne sie, sprach jede einzelne Silbe mit der gleichen Begeisterung aus, die man von jemandem erwarten würde, der seit 7 Jahren denselben Autounfall in Zeitlupe beobachtet und dann einfach zu lachen beginnt. Daisy war endlich in der Lage, etwas Gutes zu entdecken. Aber er war körperlich nicht in der Lage, anzuerkennen, dass er etwas Gutes erreicht hatte. Sie versuchte, sich selbst zu würgen, zu knebeln und zu ersticken. Ihr Hals vermittelte den Eindruck, dass sie die Möglichkeit leugnete, dass Trump und umsichtige Entscheidungsfindung zusammen genutzt werden könnten. Schließlich gab sie auf und lobte die Welt für die seltene Gelegenheit, die sich ihr bot. Denn egal, wie wenig Erfolg er bei dem Versuch hat, Trump einen Aufkleber zu verpassen, er würde sich immer mit etwas untergraben, das so absurd ist, dass es unmöglich ist, sich darüber lustig zu machen.
Wheezy. B. Das Entfernen seiner Trump hat Recht Ware. Im Rahmen einer Kabinettssitzung die Diskussionen über Ebola, öffentliche Gesundheit und Einwanderung beinhalten soll. In der Tat sind Ebola die 8,5, 6 bis 9,1, 9 Uhr Idee der Gesundheitsinnovation. Das Hochhalten von Hüten, als ob er auf QVC am Ende der Welt wäre. Und der Verkauf von Green Cards, als ob sie Coachella VIP-Tickets wären. Alles Beispiele dafür. Daisy wirft die Idee auf, dass man, wenn man schon eine lächerliche Lüge erzählt, sie wenigstens für sich selbst und andere interessant machen sollte. Ein Beispiel dafür wäre die Tatsache, dass Garfield 9/11 gemacht hat. Was, um die Wahrheit zu sagen, glaubwürdiger ist als alles, was Trump in den letzten 5 Jahren behauptet hat. Das Endergebnis war, dass Daisy Liddick Trump und Musk mit einem kühlen und bissigen Humor bloßstellte, der tiefer geht, als 1000 wütende Tweets es könnten. Sie hat sich nicht nur über die beiden lustig gemacht, sondern auch deutlich gemacht, dass es sich um 2 Männer handelt, die glauben, dass ihre Position als Autoritätsperson sie von der Rechenschaftspflicht und dem gesunden Menschenverstand entbindet, zusätzlich zur öffentlichen Rechenschaftspflicht. Die in den Google-Kalender integrierten Erinnerungen gehören zu den wesentlichen Funktionen, die Elon Musk abschafft. Daisy ist in der Lage, Alice zu sehen, darauf hinzuweisen und es noch witziger zu machen. Trump vermarktet die Staatsbürgerschaft auf dieselbe Weise wie eine Mitgliedschaft bei Costco. Das Problem ist, dass, wenn Milliardäre und ehemalige Präsidenten nicht in der Lage sind, mit ein paar Witzen umzugehen, ohne den Kopf zu verlieren, es möglich ist, dass sie nicht so stark, intellektuell oder stabil sind, wie sie vorgeben zu sein. Es ist möglich, dass sie nur 2 überdrehte Online-Superstars sind, die behaupten, Genies zu sein, während die wirklichen Erwachsenen in aller Stille ihren Schlamassel dazwischen aufräumen. Now, I'm not trying to be a hater, but if you're going to own a hat with a ridiculous lie on it, at least make it a fun, ridiculous lie. Which is why I'm selling these. Garfield did 9/11 hats. Laut Daisy Liddick muss dann jemand sagen, was wir alle denken. Und zwar mit einem Mikrofon, einem Grinsen und einem Comedy-Timing wie ein Scharfschütze. Daisy Liddick richtete die Kamera auf den wahren Star jeder Trump-bezogenen Katastrophe, die unverhohlene Selbstdarstellung. Gerade als man dachte, der Clownswagen könne kein Chaos mehr vertragen. Denn warum regieren, wenn man einfach nur Dinge verkaufen kann? In der politischen Debatte wendet Trump diese Strategie an. Trump war in allen folgenden Punkten korrekt. Er gründet eine neue Multilevel-Marketing-Firma. Stellen Sie sich vor, Ihr Chef beschließt, dass es Zeit ist, Dinge zu verkaufen, während Ihr Land in Flammen steht. Wenn die Demokratie einen Segelständer hätte, würde Trump dort seine Kleidung falten. Daisy bemerkte, dass Trumps Kabinettssitzung eher ein Ego-Austausch als eine inhaltliche Diskussion zu sein schien. Alle hofften, niemand würde bemerken, dass die Gehirnzellen den Raum verließen und ihre schlechtesten Ideen an den Tisch brachten. Während Trump neben Elon sitzt und wie ein moralisch bankrotter Willy Wonka goldene Karten anbietet, demoliert Elon die Ebola-Prävention, so wie man den Kühlschrank aussteckt, um Strom zu sparen. Look. Yes. See that? Trump was right about everything. It just came in. Somebody sent it. I said, this was sent in by a fan. Und Sie müssen die Brillanz der Trump-Goldkarte mögen. Denn ein System mit Luxusstufen ist zweifellos die Lösung, wenn es um eine Einwanderungsreform geht. Hier geht es um Sky Miles, nicht um Einwanderung. Daisy brauchte den Witz nicht einmal länger zu machen. Es verkauft sich buchstäblich von selbst. Trumps Ansatz verwandelt jeden düsteren, unehrlichen Aspekt der amerikanischen Gatekeeping-Politik in eine Abo-Box. Für nur $5 Millionen oder 0 Cent können Sie im Eiltempo die Staatsbürgerschaft erlangen, exklusive Vorteile genießen und das Umfeld einer unternehmerischen Höllenlandschaft genießen. Sie leben das hohe Leben, wenn Sie ein vergoldetes Magervisier und ein zusätzliches Ticket für die Eisimmunität hinzufügen. Daisys Imagine Card-Reifen sind absolut Gold wert. Mit der Diamantenkarte werden andere abgeschoben. Mit der Platinkarte bekommt man einen Karton Eier. Und mit der schwarzen Karte erhält man das Wahlrecht und eine Fahrt in einem Tesla, der sich selbst nicht einparken kann. Diese Schichten wurden nicht von ihr erdacht. Angesichts von Trumps Denkweise haben sie sich praktisch von selbst geschrieben. Er entwirft bereits die T-Shirts, wenn es einen Profit zu machen und eine Grenze zu überschreiten gibt.
He was there to sell something much more fancy. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million. Und ehrlich gesagt, war das keine Parodie mehr. Das war einfach das wahre Leben. Geschrieben von einem Praktikanten unter Schlafentzug, der zu viele Wiederholungen von South Park gesehen hatte und beschloss, dass die Realität bereits absurd ist. Lesen Sie einfach die Schlagzeilen und heben Sie eine Augenbraue. Denn die Sache ist die: Trumps Regierung ist so cartoonhaft korrupt geworden, dass Komiker nicht mehr zu übertreiben brauchen. Sie lesen einfach die Nachrichten laut vor, während sie an Margaritas nippen und lassen das Publikum für sie kichern. Das ist genau das, was Daisy getan hat. Sie hat Trump und Musk nicht einfach nur kritisiert. Sie sezierte sie mit chirurgischer Präzision, wie ein Chirurg am späten Abend, der auf Betäubungsmittel verzichtet hat. Weil Schmerz die einzige Wahrheit in der Politik ist. Der erste Punkt: Trump. Der Mann, der einst behauptete, der beste Präsident aller Zeiten zu sein, weil er die beste Sprache und die schlechteste Grammatik hatte. Daisy erklärte, dass sich seine gesamte politische Marke jetzt weniger wie eine Führungsrolle anfühlt und mehr wie eine Reality-Show, bei der niemand versteht, wie man sich vor der Ausstrahlung redigiert. Das ist keine Satire, scherzte sie. Deadpan. Es ist einfach das wahre Leben mit schlechter Schreibe. Und dann bumm. Lassen Sie das Mikrofon fallen. Oder, in Trumps Fall, das Mikrofon wegwerfen. Gefolgt von einer 14-seitigen Tirade auf Truth Social darüber, dass sie nie lustig ist und definitiv eine Wahl verloren hat. Aber dann kam das zweite Ziel: Elon Musk. Der Tech-Bro, der zum Chaos-Gremlin geworden ist und Twitter X betreibt. Als wäre es sein eigener Gruppenchat mit Aliens, die er noch nicht getroffen hat. Daisy hatte keine Zeit, den Mythos zu zerstreuen, dass Musk eine Art Visionär sei. Nö, er ist einfach ein Mann, der auftaucht, Dinge absagt, die die Leute wirklich brauchen, und dann dafür gefeiert wird, dass er sie 5 Minuten später wieder rückgängig macht. Wie ein Zauberer, der eine Frau versehentlich in 2 Hälften schneidet und dann die Lorbeeren dafür erntet, dass er sie wieder zusammengeklebt hat. Er löst keine Probleme, sagte sie. Ihr Blick ist auf die Kamera gerichtet, als ob sie direkt in die Leere sprechen würde. Er schafft sie und erwartet dann stehende Ovationen, weil er behauptet, sie zu lösen. Das ist so, als ob jemand dein Haus niederbrennt und einen Preis dafür verlangt, dass er sich daran erinnert, die Feuerwehr zu rufen. Und ganz ehrlich, sie hat es auf den Punkt gebracht. Denn Musk verteidigt nicht die freie Meinungsäußerung. Er verwandelt Twitter einfach in einen Spielplatz, auf dem Missbrauch als Interaktion vermarktet wird. Bots mehr Gewicht haben als Menschen und die Moderation Postings entfernt, wenn Milliardäre online wütend werden. In der Zwischenzeit hat Trump offenbar von der Seitenlinie aus zugeschaut und sich gefragt, ob er schon wieder verarscht wird. Als ob er sich darüber wundern würde, dass er mit seinen Urteilen auf der Grundlage von Fox News-Sendungen und Sharpie-Karten irgendwann zur Pointe eines jeden Monologs in Amerika wird. Hier ist die letzte Wendung. Musk glaubt, er sei Teil der Lösung, und Trump glaubt, er sei immun gegen Kritik. Aber beide sind nur Statisten im Hintergrund in einer Komödie, von der sie nicht wussten, dass sie daran beteiligt sind. Also, ja. Trump und Musk wurden mehr gekocht als Thanksgiving-Truthähne in einer Feuerwerksfabrik. Und das Schlimmste daran, sie glauben vermutlich, dass sie gewonnen haben. What does this gold card do? It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money. Denn Daisy Liddick hat soeben live im nationalen Fernsehen Donald Trump und Elon Musk aufs Schärfste angegriffen. Und zwar ohne die Stimme zu erheben, ohne zu schreien und ohne jemals aus der Rolle zu fallen, wie sie es tun würde, wenn sie einen TED-Vortrag mit dem Titel Rich People Who Shouldn't Be Allowed Near Power halten würde. Und um die Wahrheit zu sagen, das ist es, was sie so stark getroffen hat. Trump und Musk sind geschickt darin, Empörung zu schüren. Sie leben vom Chaos. Ihr Ziel ist es, dich schreien zu hören. Die Kernschmelze in Mar-a-Lago oder der Ausraster von Musk über Moon-Twitter sind Beispiele für die Art von Geschichten, die sie sehen wollen. Der wahre Schaden entsteht jedoch, wenn jemand wie Daisy an sie herantritt, ihnen ins Gesicht schaut und sagt, das ist so dumm, dass ich es nicht einmal versuchen muss. Das ist der Moment, in dem der Schaden angerichtet wird. Stell dir vor,
Jemand geht in einen Raum voller Clowns und sagt, ihr seid keine Profis. Es ist, als würde man jemanden das tun sehen. Ohne Vorwarnung fühlen sich die Luftballons aufgeblasen an. Die Schminke wirkt zu schwer. Und das Publikum, die Fragen, die es sich zu stellen beginnt, lauten, Moment mal, wie sind wir nochmal hierher gekommen? Was Lydics Bratton so bösartig macht? Ist, dass sie keine sarkastischen Zitate oder dramatisches Augenrollen benötigte, sondern einfach alles auf eine Art und Weise darlegte, die eindeutig, ruhig und absolut vernünftig war. Da ist ein Mann, der Hüte auf Beerdigungen verkauft und dabei behauptet, er würde die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Die andere Person glaubt, dass ihre Fähigkeit, die nationale Gesundheitspolitik zu steuern, mit der Leitung einer Reddit-Diskussion von ihrem Keller aus vergleichbar ist. Plötzlich wurde allen klar, dass es sich hier nicht um eine Führungsrolle, sondern um ein Cosplay handelt. Trump und Musk hingegen waren völlig verblüfft, da sie mit bestimmten Ergebnissen gerechnet hatten. Stattdessen wurden sie mit der eisigen Realität konfrontiert, die mit einem trockenen Humor vorgetragen wurde, der einem den Schweiß auf die Stirn treibt. Ihre Gedanken schienen sich in einem Kurzschluss zu befinden, während sie versuchten, herauszufinden, wie sie auf die Situation reagieren sollten. Sie twittern darüber, nicht wahr? Ja, aber nur, wenn sie in der Lage sind, das Wort peinlich auszusprechen. Sprechen Sie mit ihnen zurück? Sie haben sich bemüht. In gewisser Weise, bevor er sich nach Mar-a-Lago begab, um sich darüber zu informieren, wie er als Präsident auftreten kann, nachdem er von einer Dame im Hosenanzug verhöhnt wurde, murmelte Trump etwas über Komiker, die Vorurteile haben. Währenddessen war Musk völlig still, wahrscheinlich, weil er damit beschäftigt war, sein Gehirn umzuprogrammieren, um zu vergessen, dass die Realität existiert. Die Sache ist jedoch die, sie sind überempfindlich gegenüber Aufmerksamkeit, als ob es sich um Sauerstoff handeln würde. Empörung ist ihr Ziel, Spaltung ist ihr Ziel. So sehr sie auch wollen, dass die Leute darüber streiten, ob Trump wirklich die Elektrizität erfunden hat oder nicht. Die Wahrheit ist, dass er es nicht getan hat. Was Daisy jedoch tat, sie als wenig mehr als Pointen darzustellen, anstatt als Schurken oder Visionäre, um es einfach auszudrücken. Sie sind nur Witze in Anzügen, die verzweifelt versuchen, ernst genommen zu werden. Und das ist viel schädlicher als Hass. Gleichgültigkeit mit einem Schuss. Fakten. Das ist es, was sie da haben. Nehmen wir uns auch die Zeit, um die Nebendarsteller zu würdigen. Denn Cameos sind ein wesentlicher Bestandteil jeder politischen Katastrophenerfahrung. Da ist auch Robert F. Kennedy Jr., der sich bei jeder Wahlkampfveranstaltung wie der ultimative Chef des Anti-Impfstoff-Twitterers aufspielt. Er ist sich sicher, dass er ein Heiler ist, aber er schafft es, die Menschen noch mehr zu verwirren, als sie es jemals waren, was Impfungen wirklich bewirken. Und dann ist da noch Elons Sohn, der unter dem Tisch herumschleicht, als wolle er sich der Verwicklung in diesen Wahnsinn entziehen. Gute Instinkte, junger Man. Halten Sie sich zurückhaltend. Und vergessen wir nicht Trumps Berater, die wie Statisten in einem Film herumstanden, als der Hauptdarsteller seinen Text vergaß und mitten im Geschehen Verschwörungstheorien zu improvisieren begann. An diesem Punkt ist es fast so, als ob man sie miteinander sprechen hören könnte. Ist dies ein Teil des langfristigen Plans? Stimmen Sie mir zu? Ist es möglich, ihn zu stoppen? Überhaupt nicht. Wir haben bereits Merchandise für diese Tour verkauft. Wenn jede Folge von The Office mit einer Verfassungskrise und einem QAnon-Gesang im Hintergrund enden würde, wäre es ähnlich wie bei dieser Serie. Deshalb, Leute, hat Daisy nicht nur Trump und Musk geröstet, sondern sie mit der Präzision eines Chirurgen seziert, der plötzlich erkannt hat, dass sein Patient kein Rückgrat, keine Substanz, sondern nur Ego, Geld und ein verzweifeltes Bedürfnis nach Bestätigung hat. Und was ist der deprimierendste Aspekt? Trump und Musk glauben weiterhin, dass sie die Hauptfiguren in einer Art epischem Drama sind. Wir anderen hingegen sitzen auf den billigen Plätzen, mit Popcorn in der Hand, und stellen fest, dass wir keinen Dokumentarfilm sehen. Moment mal, wenn die USA die Staatsbürgerschaft einfach auf... Und das war das Ende der Geschichte. Daisy Liddick brauchte uns nicht dazu aufzufordern, Angst zu haben. Denn am Ende ihres Auftritts waren wir schon halb auf der Suche nach einem Ausreisevisum, hielten unser Geld in der Hand und fragten uns, in welcher Welt bin ich aufgewacht? Das ist keine Parodie mehr, das ist das echte Zeug. Wir leben offiziell in der dysfunktionalsten Reality-Show der Welt. Eine Mischung aus The Apprentice und Black Mirror, mit Auftritten von Milliardären, die sich für Philosophen halten
und ehemaligen Präsidenten, die weiterhin glauben, dass sie eine Wahl gewonnen haben, die sie offensichtlich an sich selbst verloren haben. Und inmitten dieses Chaos liest Daisy Liddick sorgfältig das Kleingedruckte, als wäre sie die einzige Erwachsene im Raum. Während Trump hier draußen vergoldete Kreditkarten verhökert wie ein abgehalfterter Weihnachtsmann und Elon Musk damit beschäftigt ist, Krankheiten zu stornieren, als wären sie schreckliche Netflix-Programme, bringt Daisy die beiden zum Strahlen wie einen Weihnachtsbaum bei einer Bratenschlacht. Und sie ist nicht einmal ins Schwitzen gekommen. Sie wollten als Visionäre erscheinen, als wagemutige Disruptoren, als Leute, die Salat zum Abendessen essen und alles entwickelt haben. Aber Daisy brauchte nur einen Spiegel vorzuhalten. Und die Pointen schrieben sich von selbst. Es besteht keine Notwendigkeit für ein Podium, einen Pressestab oder eine Propagandamaschine. Seien wir ehrlich, Fox News arbeitet in diesem Moment zweifellos an einer Antwort. Nur zwei gigantische Egos, die ins Rampenlicht gedrängt und auf so harte Pointen reduziert wurden, dass ihre Anwälte sich nach anderen Klienten umsehen. Trump hat versucht, ihnen eine Rückreise zu verkaufen, während er den Text seiner eigenen Lebensgeschichte vergessen hat. Musk versuchte, den Eindruck zu erwecken, er sei nicht nur ein männliches Kind in einem Hamsterball in Form eines Tesla. Und Daisy? Sie stand einfach da, sagte die Wahrheit, als wäre es ein Netflix-Special, und ging von der Bühne, als ob man das so macht, wenn man Fakten und Zeit hat. Wollten sie ein Vermächtnis? Einen Platz in den Geschichtsbüchern? Eine Statue in der Nähe des Mount Rushmore, aber etwas weiter weg, damit sie nicht die Sicht verdeckt. Sie haben ein Comedy-Special bekommen, und Daisy hat nicht nur gewonnen, sondern sie hat es einfach aussehen lassen. Das ist so, als würde man die Sonne bitten, nicht aufzugehen, und dann sehen, dass sie trotzdem aufgeht. Denn Übertreibung ist in der Komödie unnötig, wenn das Echte so dumm ist. Wenn ihr politisches Programm wie ein Automat klingt, der eine Verschwörungstheorie flüstert, und ihr Tech-Milliardär glaubt, dass er den Hunger mit einer App heilen kann es ausreichen, zu sagen, was alle anderen denken. Daisy sagte es laut, wütend und ohne jemals die Schwelle der grundlegenden Rationalität zu überschreiten. Also, okay. Wir sind vielleicht in der schlechtesten Reality-Sendung aller Zeiten gefangen, aber wenigstens moderiert Daisy Liddick die Wiederholungsfolge. Wer ist mutig genug, um in der heutigen Welt die Wahrheit zu sagen? Sollten mehr Komiker ins Rampenlicht treten oder die Politik den Politikern überlassen? Lassen Sie es uns wissen. Wenn Sie Daisys Kühnheit respektieren, drücken Sie den Gefällt-mir-Button und abonnieren Sie ihn, damit Sie keinen Moment verpassen, in dem die Wahrheit auf die Bühne kommt. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie klug, bleiben Sie mutig.